Mitten im Nordosten Syriens, abgeschottet von der Außenwelt, liegt ein Ort, der seit Jahren nur als Übergang gedacht ist. Und doch jederzeit außer Kontrolle geraten kann. Ein Ort aus Zelten, Staub und Stacheldraht. Ein Ort, an dem der sogenannte Islamische Staat als militärisch besiegt gilt, aber ideologisch weiterlebt. Das Internierungslager Al-Haul. Hier leben Zehntausende Menschen. Die Mehrheit von ihnen, Frauen und Kinder, die mit dem Islamischen Staat in Verbindung standen. Ehefrauen, Witwen, Mütter. Kinder, die im Kalifat geboren wurden und in Gefangenschaft aufgewachsen sind. Offiziell ist Al-Haul ein humanitäres Lager. Inoffiziell gilt es seit Jahren als Brutstätte des Extremismus. Denn innerhalb der Zäune gelten andere Regeln als außerhalb. Berichte sprechen von radikalisierten Frauengruppen, die den Alltag kontrollieren. Von informellen religiösen Polizeieinheiten, die bestimmen, wie Frauen sich zu kleiden haben, wie sie sprechen dürfen und wofür sie bestraft werden. Wer sich vom IS lossagt, wer keinen Nikab trägt, wer Zweifel an der Ideologie äußert, wird eingeschüchtert, geschlagen, bedroht. Es kommt zu Angriffen, zu gezielten Überfällen und sogar zu Morden. In den vergangenen Jahren wurden im Lager Dutzende Frauen getötet. Nicht durch Luftangriffe, nicht durch Gefechte, sondern durch andere Insassen, weil sie als Verräterin galten, weil sie den falschen Glauben vertraten oder weil sie sich abwenden wollten. Gleichzeitig berichten Beobachter davon, dass Kinder im Lager erneut ideologisch geprägt werden, dass sie Parolen lernen, Gewalt normalisieren und in einer Welt aufwachsen, in der der Islamische Staat nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart ist. Und nun gerät dieses ohnehin fragile System ins Wanken. Nach politischen Umbrüchen in Syrien, die die ehemalige islamistische Miliz Hayat Tahrir al-Sham und ihren Anführer Ahmed al-Shara an die Macht brachten, ziehen sich kurdische Sicherheitskräfte aus der Region zurück. In den Lagern kommt es zu Unruhen, zu Plünderungen, zu Fluchtversuchen. Lagergrenzen werden gestürmt. Die Kontrolle wechselt. Internationale Organisationen warnen, die Lage ist instabil. Und damit rückt erneut eine Frage in den Vordergrund, die lange verdrängt wurde. Wie gefährlich sind diese Frauen wirklich? Sind sie Opfer? Sind sie Täterinnen? Oder beides zugleich? Um diese Frage zu beantworten, reicht es nicht, nur auf das Lager zu blicken. Man muss weiter zurückgehen, zu einem Zeitpunkt lange vor Al-Haul. Zu einer Entscheidung, die nicht einmal, sondern hundertfach, tausendfach getroffen wurde. Denn der sogenannte Islamische Staat war nicht nur eine Organisation, die Männer ansprach. Er war eine Bewegung, die es schaffte, Zehntausende Frauen für sich zu gewinnen. Aus westlichen Ländern, vor allem aber aus muslimischen Gesellschaften. Warum? Was hat der IS Frauen versprochen? Welche Utopie hat er entworfen, eine Utopie, die so stark war, dass diese Frauen Grenzen, Kriege und Zweifel überwanden? Und warum wirkt dieses Versprechen bis heute nach? Hinter Stacheldraht, in Lagern, die niemals dafür gedacht waren, eine Ideologie zu konservieren. Der sogenannte Islamische Staat gilt als eine der brutalsten dschihadistischen Organisationen der jüngeren Geschichte. Öffentliche Hinrichtungen, Massenmorde, systematische sexuelle Gewalt, Terroranschläge in mehreren Weltregionen. Kaum eine andere Gruppe hat ihre Gewalt so offen inszeniert und so gezielt zur Abschreckung genutzt. In der öffentlichen Wahrnehmung ist der IS vor allem eines: militant, patriarchal, kompromisslos. Eine Organisation, in der Frauen scheinbar keinen Platz haben. Umso irritierender wirkt ein Blick auf die Zahlen. Denn der Islamische Staat war nicht nur eine Bewegung von Männern. Er war die erste dschihadistische Organisation, der sich in großer Zahl auch Frauen freiwillig anschlossen. Nicht nur als Angehörige, nicht nur als Mitreisende, sondern als bewusste Akteurin einer Migration in ein Kriegsgebiet. Historisch ist das eine Zäsur. Zwar haben Frauen schon seit dem 19. Jahrhundert an militanten Bewegungen teilgenommen, doch innerhalb islamistischer und dschihadistischer Gruppen spielten sie lange eine klar untergeordnete Rolle. Während des Afghanistan-Krieges in den 1980er Jahren reisten tausende Männer in die Kampfgebiete. Frauen hingegen kamen, wenn überhaupt, nur als Ehefrauen oder Familienangehörige. Selten eigenständig, nie ohne männliche Begleitung. Der Islamische Staat brach mit dieser Praxis. Zum ersten Mal wurde Frauen nicht nur erlaubt, unabhängig in ein Konfliktgebiet zu reisen,
Diese Reise, die sogenannte Hijra, wurde aktiv beworben, organisiert und in vielen Fällen sogar finanziert. Frauen konnten dem IS auch ohne die Zustimmung männlicher Vormünder beitreten. Sie konnten heiraten ohne familiäre Erlaubnis. Und sie wurden ausdrücklich aufgefordert, Teil eines neuen gesellschaftlichen Projekts zu werden. Der IS sprach diese Frauen nicht zufällig an. Er gab ihnen einen Namen: Muhajirat, Migranten, die ihre Herkunftsgesellschaft verlassen, um sich einer vermeintlich reinen islamischen Ordnung anzuschließen. Diese Migration wurde nicht als private Entscheidung dargestellt, sondern als religiöse Pflicht, als individueller Auftrag, als spiritueller Schritt. Damit unterschied sich der Islamische Staat grundlegend von anderen islamistischen Gruppen. Denn anders als Al-Qaida oder regionale Milizen verstand sich der IS nicht nur als Kampforganisation. Er verstand sich als Staat, mit Verwaltung, Justiz, Bildung, Gesundheitswesen und mit einer klaren Vorstellung davon, welche Rollen Frauen in diesem Staat spielen sollten. Dieser Staatsanspruch war zentral für seine Anziehungskraft. Während andere dschihadistische Gruppen vor allem Zerstörung versprachen, versprach der IS Ordnung, Alltag, Zukunft. Eine Gesellschaft, die, zumindest in der eigenen Propaganda, funktionierte. Für viele Frauen bedeutete das eine klare Rolle, sozialen Status, Zugehörigkeit. Seit 2013 waren schätzungsweise rund 15% der ausreisenden Frauen. Ein Anteil, der im Vergleich zu früheren dschihadistischen Bewegungen außergewöhnlich hoch ist. Und dabei zeigt sich ein weiteres Missverständnis, das lange den Blick verstellte. Der mediale Fokus lag vor allem auf Frauen aus westlichen Gesellschaften. Junge Europäerinnen, Konvertitinnen, Schulabbrecherinnen. Doch die Daten zeichnen ein anderes Bild. Die Mehrheit der Frauen, die sich dem IS anschlossen, stammte nicht aus Westeuropa oder Nordamerika, sondern aus muslimischen Mehrheitsgesellschaften. Aus dem Nahen Osten, Nordafrika, aus dem Kaukasus, aus Zentralasien und Teilen Südostasiens. Genau diese Herkunftsregionen spiegeln sich heute in den Internierungslagern wider. Und genau hier setzt meine eigene Forschung an. Eine Analyse, die ich kürzlich in meiner Doktorarbeit veröffentlicht habe und deren zentrale Erkenntnisse ich in diesem Video mit euch teilen möchte. Denn um zu verstehen, warum der IS Frauen in so großer Zahl mobilisieren konnte, reicht es nicht, individuelle Motive zu betrachten. Es reicht nicht, über Radikalisierung im Internet zu sprechen oder über persönliche Brüche. Man muss sich fragen, welche gesellschaftlichen Bedingungen in den Herkunftsländern dieser Frauen vorherrschen. Welche Erwartungen an Männern und Frauen gestellt werden. Welche Rolle Ehe, Familie, Status und Zugehörigkeit spielen und wo Brüche entstehen. Denn der Islamische Staat hat diese bestehenden Verhältnisse nicht ignoriert. Er hat sie aufgegriffen, umgedeutet und propagandistisch genutzt. Bevor wir darüber sprechen können, wie der IS Frauen umworben hat, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Weg von Propaganda, weg vom Krieg, hin zu etwas, das im Alltag oft unsichtbar bleibt. Soziale Regeln. Und gleich vorweg, das, was jetzt folgt, ist keine pauschale Beschreibung der muslimischen Welt. Zwischen Ländern, Milieus, Städten und Dörfern gibt es enorme Unterschiede. Und nicht jeder Mensch lebt nach gesellschaftlichen Normen. Was ich hier beschreibe, ist eine Konzeptualisierung. Wiederkehrende Muster in vielen mehrheitlich muslimischen Gesellschaften, die sich in unterschiedlichem Ausmaß zeigen. Muster, die der IS in seiner Propaganda aufgreifen konnte. Der Ausgangspunkt ist eine Institution, die in vielen dieser Gesellschaften eine Schlüsselrolle spielt: die Ehe. In westlichen Kontexten ist Ehe oft eine Option. In vielen muslimisch geprägten Kontexten ist sie viel mehr: ein sozialer Schalter. Sie markiert nicht nur eine Beziehung, sondern Status, Anerkennung, Erwachsensein. Vor allem für Frauen kann das bedeuten, wer nicht verheiratet ist, gilt nicht einfach als Single, sondern bleibt in den Augen vieler im Übergang, abhängig von der Familie, sozial kontrolliert, mit eingeschränkter Autonomie. Nicht biologisch, sondern sozial. Eine Frau wird nicht nur älter, sie wird vollwertig erwachsen oft erst dann, wenn sie verheiratet ist. Und hier wird es politisch, rechtlich und strukturell. Denn diese sozialen Erwartungen sind in vielen Ländern eng mit dem verbunden, was meist als islamisches Familienrecht bezeichnet wird. Gesetze rund um die Ehe, Scheidung, Sorgerecht und Erbe. Wichtig ist dabei, dieses Recht ist nicht einfach religiös. In der Moderne wird es durch Nationalstaaten kodifiziert, verwaltet und durchgesetzt. Es ist ein Mischprodukt aus Tradition, Politik, staatlicher Kontrolle und gesellschaftlicher Moral. Im Kern dreht sich vieles um ein Prinzip, das sogenannte Qiwama-Prinzip, das man in vereinfachter Form so beschreiben kann. Der Mann gilt als Versorger, die Frau gilt als diejenige, von der im Gegenzug Gehorsam erwartet wird.
In der klassischen Tradition wird dieses Verhältnis über Konzepte erklärt, die bis heute in Debatten und teils auch in Gesetzestexten nachwirken. Männliche Autorität innerhalb der Ehe und Vormundschaftslogiken, die weibliche Autonomie begrenzen können, besonders bei Heiratsfragen. In der Praxis heißt das nicht, dass Frauen rechtlos sind oder überall gleich leben. Aber es schafft einen Rahmen, in dem Ehe, Sexualität und soziale Kontrolle eng miteinander verknotet werden. Sexualität gilt in vielen Kontexten fast nur dann als legitim, wenn sie in der Ehe stattfindet. Außerhalb davon droht Stigmatisierung. Nicht nur für die Person, sondern oft auch für die ganze Familie. Gerade deshalb steht die weibliche Reputation in vielen Gesellschaften unter besonderer Beobachtung. Und diese Beobachtung ist nicht nur privat, sie ist sozial organisiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. In den letzten Jahrzehnten verändert sich die Realität. Aber die Normen bleiben oft erstaunlich stabil. Denn in vielen Ländern steigen die Kosten fürs Heiraten. Wohnungen, Hochzeitsausgaben, Brautgaben, Erwartungen der Familie. Gleichzeitig verlängern Bildung und wirtschaftlicher Druck die Phase, in der junge Menschen noch nicht angekommen sind. Arbeitslosigkeit, unsichere Zukunft, fehlende Perspektiven. Und gleichzeitig die Botschaft, ein wirklich anerkanntes Erwachsenenleben beginnt erst mit der Ehe. Das Ergebnis ist ein Zustand, den Sozialwissenschaftler als Waithood beschreiben. Ein Warten auf das Erwachsensein. Viele junge Menschen bleiben länger finanziell abhängig, wohnen länger bei ihren Eltern, leben länger unter den Regeln und moralischen Erwartungen ihrer Familie, während sie biologisch längst erwachsen sind. Und diese Waithood trifft Männer und Frauen unterschiedlich. Für Männer kann sie bedeuten, sie sollen Versorger sein, können es aber nicht sein, was als persönliches Scheitern erlebt wird. Für Frauen kann sie bedeuten, sie sollen richtig heiraten, aber der Weg dorthin wird länger, teurer, sozial riskanter. So entsteht ein Spannungsfeld zwischen religiös-moralischen Normen, die frühe und klare Übergänge bevorzugen, und einer ökonomischen Realität, die diese Übergänge immer weiter nach hinten schiebt. In diesem Vakuum entstehen Ersatzlösungen, neue Heiratspraktiken, informelle und zeitlich begrenzte Eheformen, Debatten über Polygamie, über Vormundschaft, über moralische Beziehungen, die irgendwie legitim sein sollen, obwohl das klassische Modell kaum noch erreichbar wirkt. Wichtig ist, das ist kein einziger Grund, warum jemand anfällig für extremistisches Denken wird, aber es ist ein Kontext, der Frustration produziert. Und Frustration ist etwas, das Ideologien ausnutzen können. Und genau hier wird die Brücke zum Islamischen Staat sichtbar. Denn wenn eine Organisation verspricht, diese Spannung aufzulösen, wenn sie behauptet, sie könne den Weg zur Ehe vereinfachen, die Kosten senken, die Moral ordnen, die Rollen klären und aus einem chaotischen Alltag wieder Sinn machen, dann trifft sie nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, wer war radikalisiert, sondern auch, welche Sehnsüchte und Konflikte konnte der IS in eine Utopie übersetzen? Wie also hat der IS diese gesellschaftlichen Reibungen in seiner Propaganda benannt? Und wie hat er daraus ein Angebot geformt, das für manche Frauen wie eine Lösung wirkt? Um zu verstehen, warum sich so viele Frauen dem Islamischen Staat anschlossen, reicht es nicht, über Gewalt oder religiösen Fanatismus zu sprechen. Man muss sich ansehen, wie der IS über Alltag sprach, über Ehe, über Familie, über Rollenbilder, über Zukunft. Denn der IS war nicht nur eine Terrororganisation, er war auch ein Erzähler. In seinen Texten, vor allem im Magazin wie Dabiq, Al-Naba oder in internen Schriften wie dem Manifest der weiblichen Al-Khansa-Brigade, beschreibt der IS immer wieder dieselbe Ausgangslage. Muslimische Gesellschaften seien in einer Krise. Nicht wegen Armut oder Krieg allein, sondern wegen falscher Lebensweisen. Frauen würden zu lange zur Schule gehen. Ehen würden immer weiter aufgeschoben. Sexualität sei entweder tabuisiert oder entgleist. Männer könnten ihre Rolle nicht mehr erfüllen. Familien zerfielen. Das ist die Diagnose, die der IS immer wieder stellt. Und sie ist nicht zufällig gewählt. Denn sie greift genau jene Spannung auf, die wir im letzten Kapitel beschrieben haben. Ehe als Voraussetzung für sozialen Status, gleichzeitig steigende Kosten, spätere Heirat, lange Phasen des Wartens. Frustration bei Männern wie bei Frauen. Und dann kommt das Versprechen. Der IS behauptet, wir können dieses Chaos beenden. Nicht irgendwann, nicht mit Reform, sondern sofort, durch eine radikale Ordnung. Ein besonders drastisches Beispiel dafür liefert ein Dokument, das explizit für Frauen geschrieben wurde. Das Manifest der Al-Khansa-Brigade. Darin wird ein Gesellschaftsmodell entworfen, das kaum Raum für Zweifel lässt. Bildung für Mädchen wird dort nicht grundsätzlich abgelehnt, aber klar begrenzt. Religiöse Grundlagen? Ja. Lesen, Schreiben, grundlegendes Wissen? Ja.
aber nur so lange, bis die eigentliche Rolle beginnt. Denn laut diesem Text sei der zentrale Lebenszweck einer Frau nicht Selbstverwirklichung oder Karriere, sondern Ehe, Familie und Mutterschaft. Und diese Rolle solle möglichst früh beginnen. In dem Manifest wird sinngemäß erklärt, dass Mädchen bereits im sehr jungen Alter, teilweise ab dem 9. Lebensjahr, als bereit für die Ehe gelten könnten. Und dass frühere Zeiten, in denen Frauen früh heirateten, als ideal dargestellt werden. Was heute als schockierend wirkt, wird dort als natürliche Ordnung verkauft. Das ist wichtig, weil hier ein zentrales Problem scheinbar gelöst wird. Wenn man sehr früh heiratet, gibt es kein langes Warten mehr. Keine jahrelange Abhängigkeit. Keine Phase der Unsicherheit. Der IS verspricht, bei uns beginnt das Leben früher. Diese Logik zieht sich durch viele Texte. Auch in Dabiq, dem wohl bekanntesten Propagandamagazin des IS, werden Frauen direkt angesprochen. Nicht nur als Mütter oder Ehefrauen von Kämpfern, sondern als aktive Teilnehmerinnen eines neuen Staates. Dort erscheinen Texte, die Frauen zur Ausreise aufrufen, zur sogenannten Hijra, also dazu, ihre Herkunftsgesellschaft zu verlassen und ins IS-Gebiet zu kommen. Diese Ausreise wird nicht als Opfer dargestellt, sondern als spirituelle Aufwertung, als mutiger Schritt, als Beitrag zum Aufbau einer gerechteren, wahrhaftigen Ordnung. Gleichzeitig wird Frauen nahegelegt, Männer in ihren Entscheidungen zur Ausreise in das IS-Kalifat zu unterstützen, ihnen nicht zu widersprechen, sondern sie zu bestärken. Gehorsam wird dabei nicht als Unterdrückung beschrieben, sondern als religiöse Tugend. Als etwas, das vor Gott belohnt werde. Und genau hier liegt ein entscheidender Punkt. Der IS verkauft Unterordnung nicht als Zwang, sondern als Sinn. Nicht du bist weniger wert, sondern du hast eine besondere Rolle. Diese Rolle ist klar definiert. Der Mann sorgt, die Frau gehorcht. Beide erfüllen damit eine göttliche Ordnung. Das sogenannte Qiwama-Prinzip. In vielen Propagandatexten des IS wird diese Ordnung ausdrücklich der Realität gegenübergestellt. In der, so die Darstellung, Männer keine richtigen Männer mehr seien. Männer könnten ihre Rolle als Versorger nicht mehr erfüllen, hätten ihre Autorität verloren, seien entmachtet durch wirtschaftliche Krise, durch moderne Gesellschaften, durch falsche Werte. Und daraus, so die Logik des IS, folge zwangsläufig das nächste Problem. Wenn Männer keine richtigen Männer mehr seien, könnten Frauen auch keine richtigen Frauen mehr sein. Frauen müssten arbeiten, Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und würden dadurch aus ihrer natürlichen Rolle gedrängt. Genau das, so behauptet der IS, führe zu Frustration, Orientierungslosigkeit und sozialem Verfall. Also zu genau den Problemen, die in muslimischen Gesellschaften tatsächlich vorherrschen. Die Lösung, die der IS anbietet, ist radikal einfach. Eine Rückkehr zu klaren, traditionellen Rollen. Der Mann sorgt, die Frau gehorcht, jeder kennt seinen Platz. Der IS behauptet, nur so lasse sich die aktuelle Krise der Männlichkeit beheben. Und nur so könnten auch Frauen wieder das sein, was sie sein sollen. In dieser Ordnung sei die Welt einfacher, klarer, gerechter. Die sozialen Krisen der Gegenwart ließen sich so auflösen. Aber auch hoch umstrittene Themen wie Polygamie werden in diesem Rahmen neu verpackt. In mehreren Texten wird Polygamie nicht nur als legitimer Teil der richtigen islamischen Ordnung dargestellt, sondern ausdrücklich als Antwort auf gesellschaftliche Eheprobleme. Auf unverheiratete Frauen, auf Witwen, auf geschiedene Frauen und auf Männer, die angeblich zu lange vom Heiraten abgehalten werden. Der IS behauptet, wenn Männer mehrere Frauen heiraten dürfen, entsteht Ordnung statt Mangel, Versorgung statt Frustration. Frauen, die ansonsten keinen Mann finden würden, hätten so eine Chance und könnten dadurch ihren sozialen Status verbessern. Widerstand gegen diese Praxis wird dabei als Folge westlicher Einflüsse oder falscher Erziehung beschrieben. Frauen, die Polygamie ablehnen, erscheinen nicht als kritisch oder selbstbestimmt, sondern als ideologisch verblendet. Eifersucht gilt als moralische Schwäche. Akzeptanz hingegen als Zeichen religiöser Reife und als Beweis, den eigenen Platz in dieser Ordnung verstanden zu haben. Auch hier zeigt sich das Muster. Ein gesellschaftlich konfliktreiches Thema wird nicht diskutiert, sondern ideologisch aufgelöst. Am drastischsten wirkt diese Logik dort, wo der IS über Sexualität spricht. In einem besonders verstörenden Text wird argumentiert, dass Männer, die sich keine Ehe leisten können, in Versuchung gerieten. Und dass eine geregelte Ordnung dafür sorgen müsse, dass Sexualität trotzdem in kontrollierten Bahnen bleibe. Diese Argumentation dient dann dazu, selbst extremste Gewaltformen wie die sexuelle Versklavung von vermeintlich ungläubigen Frauen, wie beispielsweise die Jesidinnen, religiös zu rechtfertigen. Was hier in der Propaganda passiert, ist kein Zufall. Der IS nimmt reale soziale Spannung, wirtschaftliche Not, verspätete Ehe, sexuelle Tabus und verwandelt sie in eine Utopie der Kontrolle. Eine Utopie, in der alles geregelt ist. Wann man heiratet, wie man heiratet, was man darf, was man sein soll. Und genau deshalb konnte diese Propaganda wirken. Nicht, weil sie schön war,
sondern weil sie Antworten versprach, wo viele Menschen Frustration, Unsicherheit und Stillstand erlebten. Der Islamische Staat hat Frauen und Männer nicht einfach mit Gewalt oder Ideologie angesprochen. Er hat ihnen ein Gesellschaftsmodell angeboten, eines, das bestehende Normen aufgreift, sie radikal zuspitzt und dann als Lösung präsentiert. Eine Lösung, die Kontrolle über das eigene Leben verspricht. Ordnung, Zugehörigkeit, sozialen Status. Und genau diese Utopie endet heute nicht in Hochglanzmagazinen, sondern hinter Stacheldraht. In Lagern, in denen diese Ideen weiterleben, weitergegeben werden. Und in denen sich nun die Frage stellt, was passiert, wenn dieses fragile System erneut ins Wanken gerät. Wenn man versteht, wie der Islamische Staat seine Utopie entworfen hat, verändert sich der Blick auf das, was heute in den Lagern geschieht. Denn Al-Hawl ist nicht nur ein Ort der Internierung. Es ist ein Ort, an dem diese Utopie nicht verschwunden ist, sondern unter extremen Bedingungen weiterlebt, hinter Stacheldraht, abgeschnitten von der Außenwelt, ohne Perspektive. Viele der Frauen, die dort leben, sind seit Jahren interniert, ohne Anklage, ohne Prozess, oft ohne realistische Aussicht auf Rückkehr. Für manche von ihnen ist der IS Vergangenheit, für andere nicht. Und genau diese Spaltung ist entscheidend. Denn Berichte aus den Lagern zeigen ein wiederkehrendes Muster. Frauen, die sich offen vom IS distanzieren, geraten unter Druck. Sie werden eingeschüchtert, bedroht, manchmal angegriffen. Andere Frauen organisieren sich informell, setzen Regeln durch, kontrollieren Kleidung, Verhalten, Kontakte. Was hier sichtbar wird, ist kein Zufall. Es ist die Fortsetzung jener Ordnung, die der IS propagiert hat. Nur ohne staatlichen Rahmen. Die gleichen Rollenbilder, die gleiche moralische Kontrolle, die gleiche Idee von richtig und falsch. Besonders brisant ist dabei die Rolle der Kinder. Viele von ihnen kennen kein anderes Leben als Krieg, Flucht und Lager. Sie wachsen in einer Umgebung auf, in der Gewalt normalisiert ist und in der ideologische Erzählungen nicht verschwunden, sondern fragmentiert weitergegeben werden. Mit Bezug auf meine vorgestellte Forschung wird hier etwas Zentrales sichtbar. Ideologie wirkt nicht nur über Überzeugung. Sie wirkt über den Alltag, über Regeln, über Sanktionen, über soziale Zugehörigkeit. Und genau deshalb reicht es nicht, die Frage zu stellen, sind diese Frauen gefährlich? Die ehrliche Antwort lautet, manche ja, andere nein. Und viele irgendwo dazwischen. Es gibt Frauen, die selbst Opfer massiver Gewalt wurden. Es gibt Frauen, die den IS ablehnen. Und es gibt Frauen, die weiterhin an zentrale Elemente dieser Ideologie glauben. Nicht unbedingt an den bewaffneten Kampf, aber an das Gesellschaftsbild, das ihnen Sinn und Status verliehen hat. Die eigentliche Gefahr liegt deshalb nicht in der pauschalen Annahme, dass alle radikalisiert seien. Sie liegt darin, dass bestimmte Denkstrukturen überlebt haben. Die Vorstellung, dass klare Rollen Sicherheit schaffen, dass Gehorsam moralisch überlegen sei, dass Gewalt legitim werde, wenn sie Ordnung herstellt. Diese Ideen verschwinden nicht automatisch, nur weil ein Kalifat militärisch besiegt wurde. Und hier kommt die Gegenwart ins Spiel. Die jüngsten politischen Umbrüche in Syrien haben das fragile Gleichgewicht in der Region erschüttert. Sicherheitsstrukturen brechen weg, Kontrolle wechselt, Grenzen innerhalb der Lager werden porös, Fluchtversuche nehmen zu. In dieser Situation stellt sich die Frage neu und dringlicher denn je. Was passiert, wenn diese Frauen das Lager verlassen? Nicht hypothetisch, nicht irgendwann, sondern konkret. Für Herkunftsländer entsteht ein Dilemma. Lässt man Menschen in Lagern zurück, die rechtlich in einer Grauzone existieren? Oder holt man sie zurück und stellt sich der Aufgabe, mit Radikalisierung, Trauma und Verantwortung umzugehen? Die Analyse legt nahe, Sicherheitspolitik alleine reicht hier nicht aus. Denn wenn die Attraktivität des IS auch darin lag, dass er soziale Frustration aufgegriffen und scheinbar gelöst hat, dann bedeutet Prävention mehr als Überwachung. Sie bedeutet, sich mit genau diesen Frustrationen auseinanderzusetzen. Mit Rollenbildern, mit Statusfragen, mit der Verbindung von Ehe, Sexualität und sozialer Anerkennung. Mit der Erfahrung von Stillstand und Perspektivlosigkeit. Solange diese Themen ungelöst bleiben, bleibt auch das ideologische Angebot anschlussfähig, selbst in veränderter Form. Das heißt nicht, dass sich die Geschichte des sogenannten Islamischen Staates einfach wiederholt. Aber es heißt, dass Ideologien nicht verschwinden, nur weil ihre Symbole zerstört wurden. Am Ende bleibt deshalb eine unbequeme Erkenntnis. Der Islamische Staat war nicht nur ein militärisches Projekt. Er war ein gesellschaftliches Versprechen. Ein falsches, brutales, aber eines, das reale Fragen realer Menschen berührte. Und genau deshalb endet diese Geschichte nicht mit der Niederlage des IS. Sie endet, wenn überhaupt, erst dort, wo Gesellschaften Antworten finden, die nicht auf Gewalt, Kontrolle und Unterordnung beruhen.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Was denkt ihr über die Frauen im Al-Hol-Lager? Über Verantwortung, Gefahr und über die Frage, wie viel Ideologie nach dem Ende eines Kalifats tatsächlich verschwindet? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft mehr Videos über politische Zeitgeschichte, Terrorismus und ihre gesellschaftlichen Hintergründe sehen möchtet, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.